Ihr Lieben und willkommen zu diesem schönen Schal. Für den Schal benötigt ihr einmal die Länge vom Hals heruntergemessen, wie lang ihr den Schal haben möchtet. In meinem Fall werde ich so circa 50 cm machen. So. Dann werde ich gleich eine Kette anschlagen, erstmal auf die 50 cm. Und danach das Zentimetermaß anhalten und schauen, wie viele Maschen ergeben 15 cm. Und diese häkel ich dann auch nochmal dran. Und die andere Seite ergibt sich nochmal aus den gleichen Maschen der vorherigen Weite. Also einmal hier hochhäkeln, dann das Maßband anlegen, schauen, wie viele Maschen 15 cm ergeben und den Rest nochmal runter. Den Schal beginne ich wieder mit einer direkten Kette aus Stäbchen diesmal. Wenn ihr mit einer Luftmaschenkette allerdings beginnen wollt, dann solltet ihr eine halbe bis ganze Nadelstärke höher gehen, die Luftmaschenkette anschlagen und dann auf die 4,5 zurück. Für den Anfang 3 Luftmaschen, einen Umschlag und in die erste Masche zurück. 3 Laschen auf gleicher Höhe ziehen, durch eine Lasche den Boden fürs Stäbchen, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Am besten den Marker setzen, damit ihr auf dem Rückweg die letzte Masche besser erkennt. Ach so, und wem das Ganze zu schnell geht, direkt vorab, unten am Bildschirmrand ist ein Zahnrad, da könnt ihr das Ganze langsamer stellen. Also einen Umschlag in die gebildete Masche unten, 3 Laschen hochziehen, durch eine, durch 2 und durch 2. Einen Umschlag in die nächste gebildete Masche, Faden und durchziehen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, erst durch eine für den Boden und dann durch 2 und durch 2. Einen Umschlag, einstechen, Faden und durchziehen, 3 Laschen auf gleiche Höhe, durch 1, durch 2 und durch 2. Und so bekommt ihr eine schöne, gleichmäßige Kette aus Stäbchen. Nachdem ich jetzt meine Maschen soweit fertig habe, auf 50 cm Länge, zähle ich das Ganze einmal durch und komme hier auf 90 Maschen. So, plus eine mehr fürs Endstäbchen. Danach jetzt halt euer Zentimetermaß anlegen und schauen, 15 cm, wie viele Maschen ergeben die. Und dann geht es weiter. In die erste setze ich dann diesen Marker. Also von hier unten bis oben dann 90 Maschen. Eine Masche mehr den Marker setzen und dann geht's los. So, und dann legen wir hier einfach mal an, zählen einmal durch und ich komme auf 25 Maschen. Also 15 cm plus 25 Maschen. Und dann das Ganze hier auf der Seite auch wieder zurück mit 90 Maschen. So. Also wir haben jetzt die 90 Maschen hochgehäkelt, dann eine Masche mehr, wo wir den Marker reinsetzen. Dann werden wir jetzt nochmal 25 Maschen dran häkeln, wobei ich auf der Hälfte des Weges, also die Hälfte von 25, mir auch nochmal einen Marker setze. Also 12 links, 12 rechts und eine in der Mitte.
Also hier die 90, dann einen Marker setzen, 12 Maschen, 13. Marker setzen, nochmal 12 Maschen, einen Marker setzen und nochmal die 90 und einen Marker setzen. Am Ende der Reihe häkeln wir 3 Wände Luftmaschen, also es geht weiter mit Stäbchen, und stechen über das zweite Stäbchen der Vorreihe in die hintere Lasche ein und häkeln ein Stäbchen. Auch hier wieder direkt den Marker setzen. So. Einen Umschlag, nächstes Stäbchen nur in die hintere Lasche. Nächstes Stäbchen, hintere Lasche, und dadurch schaffeln wir das Ganze. So auf dem Rückweg genau das gleiche und dadurch setzen wir jede Reihe hinter die andere. Es gibt eine schöne Rippoptik. Das Ganze jetzt einmal hoch häkeln bis zum ersten Marker. Und dann kommt der eigentlich wichtigere Teil, damit das Ganze im Rücken schön fällt. Und zwar werden wir jetzt hier eine doppelte Zunahme machen, das heißt 3 Stäbchen in eine Masche, auch wieder in die hintere Lasche, 3 Stäbchen. Zweite davon den Marker, also in das mittlere Stäbchen der 3. Quatsch, was mache ich denn jetzt hier? So, da noch ein drittes rein. So. Und dann wieder ganz normal in die hintere Lasche, jeweils ein Stäbchen pro Masche bis zum nächsten Marker. Im mittleren Marker werden wir jetzt 2 Stäbchen nur häkeln und hier außen nur wieder 3. Also hier 2 Stäbchen und in die zuletzt gehäkelte Masche dann den Marker setzen. Und auf dem Rückweg auch wieder in die zuletzt gehäkelte Masche. So wechselt sich die Seite mehr hinher und auch bei dieser Zunahme bleibt dann alles schön in der Mitte. So, links und rechts werden jetzt immer 3 Stäbchen in eine Masche und in der Mitte 2. Danach wieder ganz normal runter häkeln bis zum Ende. Hier bin ich jetzt am Ende angekommen. Und am Ende in die ganze Masche einstechen. Und zwar hier über das Endstäbchen der Vorreihe, damit der Abschluss auch schön gerade bleibt. 3 Wände Luftmaschen und wie schon gesagt, auch hier wieder über das Stäbchen der Vorreihe in die hintere Lasche einer Masche das Stäbchen abhäkeln. Dann könnt ihr euch das immer merken, hier am Endstäbchen wird zuletzt eingestochen. Und auch hier wieder immer schön in die hintere Lasche abmaschen. Beim ersten Marker wieder dann 3 Stäbchen in die markierte Masche, in den mittleren Marker 2 Stäbchen und in den dritten Marker wieder 3 Stäbchen. So,
So sieht die nächste Reihe aus und so geht das jetzt die ganze Zeit hinher, immer schön mit den Zunahmestellen, bis ihr auf 35 cm Breite kommt. Also hier nochmal 3 Stäbchen in die Masche, hier 2 und immer den Marker in die zuletzt gehäkelte und hier nochmal 3. Danach wieder ganz normal bis zum Ende und hier mal wichtig, in die komplette Masche einstechen über dem letzten Anfangsstäbchen der Vorreihe. Ganz unspektakulär. Und jetzt Reihe für Reihe so weiter, bis ihr auf 35 cm kommt oder wie in meinem Fall 24 Reihen. Und dann sieht das Ganze so aus. Schön knallig, kann sich sehen lassen. Nicht ganz meine Farbe, aber ist ein Wunschschal. Jeder hat einen anderen Geschmack. So, hier sind jetzt meine Zunahmestellen. Und jetzt füge ich an dem Schal kleine Spitzen an. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wie breit die Spitzen werden sollen. Also ich werde jetzt 15 Schlaufen, also das heißt 15 Maschen immer nehmen und so eine Art Blatt dadurch erzeugen. Wird euch womöglich auch schon bekannt vorkommen aus dem Ananasmuster. Also dazu mache ich 3 Luftmaschen und dann steche ich in die erste Masche ein und schließe das Ganze mit einer Kettmasche. So. Dann wieder 3 Luftmaschen, nächste Masche und eine Kettmasche. 3 Luftmaschen, nächste Masche, eine Kettmasche. Und insgesamt, wie schon erwähnt, 15 Stück. So sieht das dann aus. Dann drehen wir das Ganze und mogeln uns mit einer Kettmasche durch das erste Löckskin in die Mitte, 3 Luftmaschen und stechen dann in das nächste Löckskin ein und auch hier wieder eine Kettmasche. 3 Luftmaschen, nächste Löckskin, eine Kettmasche und so weiter bis zur anderen Seite. Dann wieder drehen, durchs erste Löckskin mit einer Kettmasche in die Mitte mogeln, 3 Luftmaschen, den ersten Bogen wieder häkeln und da könnt ihr euch dann jetzt einen Marker reinsetzen, damit ihr auf dem Rückweg seht, dass das auch der letzte ist. Ansonsten geht ihr vielleicht eins zu weit und das Ganze geht nicht spitz zu oder wird halt nachher unförmig, weil ihr euch vertan habt. Jetzt auch wieder das gleiche bis auf die andere Seite. Hier bin ich schon bei dem letzten. Dann wieder umdrehen, mit einer Kettmasche in die Mitte mogeln. Erst den Bogen häkeln und dann den Marker setzen. Und dann verläuft das Ganze mit der Zeit spitz zu. Gehäkelt wird so lange, bis ihr keine Bögen mehr übrig habt. Danach, wenn das Blatt fertig ist, kappe ich den Faden und mache auf der anderen Seite des Schals weiter. Nämlich hier. Und dann wechsle ich immer das zweite Blatt dann wieder auf der linken Seite
das nächste Blatt wieder auf der rechten Seite. Dadurch, dass ich nämlich einen Farbverlaufsbobbel habe, der jetzt mal dunkler wird und ich möchte, dass der Schal von unten nach oben hin dunkler wird, muss ich natürlich jetzt immer die Seiten wechseln. So, hier habe ich schon mal meine ganzen Blätter soweit gehäkelt. Wie ihr seht, links und rechts ist es ganz hell und nach oben hin wird es dann langsam dunkler. Hier muss ich jetzt gleich noch mein letztes Blatt häkeln. Und wenn man dann rüber auf die andere Seite geht, wird es wieder heller. Kann aber jeder machen, wie er möchte. Ich finde es halt so schöner. So, ich werde jetzt das letzte Blatt noch häkeln und die Fäden vernähen. So sieht es dann zurzeit aus. Und dann können wir uns schon mal den Abschlussrand auf dieser Seite widmen. Dazu nehme ich mir ein Lurex Beilauffaden dazu, mit dem ich schön eine Abschlusskante häkel, damit es leicht glitzert, nicht zu aufdringlich. Dazu steche ich jetzt hier unten am Blatt ein, den Rest mache ich nachher mit der anderen Seite. Beginne hier am Anfang des Blattes. Fixiere den Faden mit einer Luftmasche. Hole den Faden durch, so. Ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe, verdrehe die Nadel nach hinten und masche das Ganze ab. Auch hier wieder, ihr könnt das Ganze unten am Zahnrad langsamer stellen. Im ersten Bogen mache ich das zweimal. Danach gehe ich in jeden Bogen nur einmal hinein. Also einstechen, Faden holen, beides hochziehen, dass das schön locker ist, dann verdrehen und abmaschen. In den nächsten Bogen rein, Faden holen, hochziehen, nach hinten die Nadel verdrehen und abmaschen. Nächstes Löckchen, verdrehen, abmaschen. Ganz easy und ergibt einen schönen Rand. Nur der Lurex-Faden, der ärgert einen zwischendurch. Und so sieht es dann aus. Ganz dezent und nicht zu aufdringlich. Und dadurch legen sich dann auch die Blätter etwas gerader. So sieht es dann aus. So viel habe ich jetzt noch über. Und das verhäkel ich jetzt im Innenrand. Und dazu nehme ich jetzt das gleiche Muster wie bei den Blättern, nur dass ich von unten komplett herum und wieder rückwärts komplett herum den Bogen häkeln werde, bis ich so viel noch über habe, dass ich noch einmal hin und zurück komme, denn dann mache ich auch noch mal diesen Abschlussrand hier am unteren Teil mit. Ich steche unten wieder ein erstmal am Innenrand. Ganz unten lasse ich erst einmal unbehäkelt. Fixiere hier auch wieder den Faden und dann geht es wieder los mit 3 Luftmaschen. Und dann in die nächste Masche eine Kettmasche, 3 Luftmaschen, nächste Masche eine Kettmasche, 3 Luftmaschen, nächste Masche eine Kettmasche. Und so häkel ich jetzt einmal komplett herum bis auf die andere Seite. Und das Ganze dann auch wieder zurück, falls es noch reichen sollte.
Und wie gerade erwähnt, wenn ich kurz davor bin, dass der Bobbel Ende ist, schaue ich, dass ich die unteren Ränder und den Innenrand auch noch mit der Abschlusskante behäkel. So. Ganz easy. Von links nach rechts, lang rum. Und ich habe hier eigentlich noch ein gutes Stück, müsste für ein-, zweimal reichen. Ja. Dann würde ich sagen, viel Spaß und wir sehen uns beim Endergebnis. So sieht die Kante am Ende aus. Auch so die Blätter. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen, kurz und knackig. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen und wir hören uns beim nächsten Mal. Viel Freude damit. Ciao, ciao.